Binsen sind in den Voralpen auf feuchten Standorten weit verbreitet. Weil sie vom Vieh nicht gefressen werden, sind sie ein lästiges Weideunkraut. Ein gutes Beispiel, wie mit einer langfristigen, konsequenten Strategie die Binse im Griff behalten werden, finden wir auf der Alp Seitenberg von Daniel Schaller. Wir sind hier auf der Ritze 48 Meter, gehört zur Gemeinde Plafeyen. Hier auf der Alp haben wir 32 Stöße auf ca. 40 Hektaren. Eine Niederschlagsmenge haben wir ca. 1700. Hier haben wir Fliessboden, also ohne Entwässerung geht hier fast gar nichts. Ja, wo wir den übernommen haben, den Berg vor 15 Jahren, da haben wir wirklich ein Leistungsproblem mit diesen Binsensäcken. Und in diesem Video hier probieren wir euch zu zeigen, wie wir sie in den Griff bekommen haben. Die Binse ist ideal angepasst an feuchte Standorte. Wir sehen hier, dass sie relativ dicke Wurzeln hat. Die Wurzeln sind so dick, weil sie ein luftführendes Gewebe drinnen haben und können so Sauerstoff abtransportieren, den es braucht, dass die Wurzel Nährstoff aufnehmen kann. Wieso ist das nötig? Wir sind hier im Fleischgebiet und Fleisch zerfällt in tonreiche Böden und das bildet im Untergrund undurchlässige Schichten. Wir sehen so eine hier, sie ist grau, weil sie ständig nass ist, ständig von Wasser gesättigt. Was wir auch noch sehen, sind kleine, offene Quarzkörnchen. Die deuten darauf hin, dass der Boden auch sehr, sehr sauer ist. Und mit diesen zwei Eigenschaften kann die Binse weitaus besser umgehen als die anderen Pflanzen auf der Alpweide, die guten Gräser und das Klee, wo man eigentlich darauf wettet. Mit diesen stechigen Blättern verhindert die Binse, dass sie von den Weidetieren gefressen wird. Die Tiere fressen nur drumherum und ohne Gegenmaßnahmen werden die Hörste immer grösser und kräftiger. Die Binse vermehrt sich auch über Samen, die sich hier in diesen Blütenständen bilden. Die Samen keimen auf offenen Bodenstellen. Ziel der Bewirtschaftung muss es sein, die Binse mit Schnitt, Ecken und Entwässerung so weit zurückdrängen, dass sie nur noch rasig vorkommt, nicht mehr horstbildend und somit kein Problem mehr darstellt. Als wir die Alp übernommen haben, hat es noch uralte Gräben gegeben, aber die sind von den Guschen zutrampeln gekommen. Dann haben wir die alle zusammen aufgetan, mit einem Backen, mit einem Enzymuk. Das ist relativ einfach gegangen. Aber das Problem war, wenn die Guschen drüber gegangen sind, ist alles zu. Dann haben wir einfach 40er-Rohr reingetan und sind eingefüllt mit Ackersteinen, dass die Guschen drüber gehen. Und ihr seht es so gerade mit der Zeit, ist alles zugewachsen. Es hat mega viel Arbeit gegeben, aber es hat sich gelohnt. Am Anfang haben wir probiert zu mulchen, dass wir die Binsensäcke fortbringen. Das war nichts. Das hat bei uns wirklich so wie nach Filz gegeben. Nein, hat mein Schwiegervater die gute Idee gehabt, wir sollen Bussati-Mehl einfach mähen. Es hat extrem viel gebracht. Das Gas hat super durchwachsen und die Guschen haben alles gefressen. Und dann haben wir noch angefangen, nachdem die Guschen drin waren, sind wir es noch verregen. Und das hat wirklich wie ein Effort gegeben für das Gras, dass es gekommen ist. Die Binsensäcke irgendwie das nicht gerne haben. Dann haben wir noch mal probiert, ob wir mit Aufkauchen etwas probieren könnten. Aber das könnt ihr vergessen, das hat bei uns gar nicht funktioniert. Das ist zu teuer und es bringt einfach nichts. Da müsste man eine x-Menge Kalk her tun. Vorher war da unten alles feucht, die Guschen waren bis zu den Knien im Dreck eigentlich. Wir haben geguckt, dass die Gusten, dort wo sie auf den Weg gehen, fast trocken laufen, dass sie das andere nicht kaputt machen. Wir haben sogenannte Treibwege gemacht. Was wir auch gemerkt haben, wenn es wirklich sehr, sehr nass ist, auch jetzt, dass wir fast gar nur nachts weiden. Und das hat sich sehr bewährt, weil sonst machen wir gerade die ganze Grasnarbe durch. Nachts, dass sie fressen und dann schlafen sie, auch wenn es regnet. Der Auftrieb, mit der Guschen zu kommen, wir kommen sehr, sehr früh. Das bringt mega viel für die Bestockung alles zusammen. Wir haben einen Haufen Gras und sehr gutes Gras. Ja. Binsen kommen auch in Naturschutzflächen vor. Die Abgrenzung ist nicht immer einfach.
Hier sieht man zum Beispiel das Wollgras oder Torfmoos oder auch das Pfeifengras. Wenn diese Pflanzen vorkommen, dann sollte man davon absehen, so Flächen zu trainieren und intensiv zu beweiden. Die Binsen mit Herbizid zu bekämpfen ist wenig sinnvoll. Es gibt keine selektiven Herbizide, die spezifisch auf die Binsen wirken. Herbizid haftet auf der glatten Oberfläche der Binsen auch speziell schlecht. Und so ist die Gefahr groß, dass wir bei einer Behandlung auch den übrigen Pflanzenbestand stärker schädigen als die Binsen selber. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Binse ideal an die Standorte mit feuchten, wasserundurchlässigen Böden angepasst ist. Sie wird zudem durch die Beweidung gefördert. Das Beispiel von der Alp Seitenberg zeigt aber, dass man mit Standortverbesserung durch Entwässerung und einem angepassten Weidegang plus der direkten Regulierung mit Ecken und Mähen kann die Binse so reduzieren, dass die Binse weniger Horst bildet, sondern mehr Rasig vorkommt und so viel weniger ein Problem ist. Am Anfang braucht es sehr viel Geduld, einen Haufen Schweiß, einen Haufen Arbeit. Aber nein, wenn man die Alben so sieht, fast unkrautfrei, ohne Chemie in dem Sinn, muss man sagen, es macht wirklich Spass.